There are untold stories everywhere. With curiosity and open eyes, there's a lot to discover hidden in plain sight. At the end of an unpaved road somewhere in Italy, this forsaken home of nobles dominates the surrounding area, with a 360-degree view overlooking the beautiful countryside of Tuscany. Inside, time is standing still, and precious artifacts from the past are dormant. Irgendwas Interessantes dabei? Ein Briefumschlag mit alten Fotos. Das ist zum Beispiel ganz krass. Das könnte vielleicht sogar hier sein. During our travels, we stumbled across this deserted site. Intrigued by it, our goal was to find out why the premises has been abandoned and what happened to the family. Das könnte auch von 1800 irgendwas sein. But walls can't talk, so we researched on site to explore this manor's history. Das sind alles wieder sensible Daten. Ich glaube, die können wir nicht zeigen. Die müssen wir wieder verpixeln. Ja, glaube ich auch. Das sind Dokumente aus dem Jahr 2009. At first, this was the country house of Italian nobles. Later, it was turned into a wine-growing estate. Das ist wahrscheinlich der Weinkeller. Ich kann da schon Fässer sehen. In this video, we will explore Italy's untold stories that are sometimes hidden in plain sight. Come with us and join our journey into the past. After 6 long months, we are now finally back with our content. If you want to know what we've been up to, and if you want to see our brand new Urbex calendar 2023, watch until the end of this episode. Wir haben hier heute an diesem Strand geschlafen, was ja besonders für mich eine besondere Erfahrung war, weil ich tatsächlich mal in dieser Stadt gewohnt habe für fast ein Jahr lang. Und deswegen war es jetzt sehr schön, hier zurückzukommen. Es sind hier eigentlich nur Locals, also nur Leute, die in der Stadt wohnen, unterwegs. Und, ja, war auf jeden Fall eine der angenehmsten Nächte, muss ich sagen, von diesem Trip. Today's main spot is a 3-hour ride into the mainland. But before we go there, we are heading into the city center first, to meet an old nemesis of Tobi. He hopes to settle an old score today. Wir fahren jetzt gerade zu einem Lost Place. Da war ich tatsächlich vor 3 Jahren, als ich hier in dieser Stadt gewohnt habe, schon mal drin, aber ohne Kamera. Und ich wollte da eigentlich immer mal zurückkehren, aber habe es nie gemacht. Vielleicht nach 3 Jahren, wenn es immer noch so ist, kriege ich es vielleicht endlich hin, da ein Foto zu machen. Oh, look at this. Apparently cats are living here. That's actually very cute. Let's see if we can find some cats. Was hast du gesagt? Die haben vorher 20 oder 30 Katzen gefunden? Ja, hier kommt halt mal jemand her und füttert. Vier schon. Aber keine Katzen. Ich glaube, wir haben die Katzen verscheucht. The overgrown compound we are exploring this morning was presumably a monastery back in the day. The ruins might even have been part of an ancient church that was destroyed by the Allied bombings in World War II. In the underground vault, Tobi stumbled across an old car during his first visit. This is what we are trying to find. Sieht sehr, sehr sketchy aus hier.
Katzenmumie. Zerquetscht? Zeig mal, wie zerquetscht. Ich glaube, da ist genau das Ding runtergebrochen. Das war das letzte Mal, glaube ich, noch nicht. Ja, hier liegen Steine drin. Was für ein unglücklicher Zufall. Aber auch ganz geil für Motiv. Alter, das ist wirklich, seit ich das letzte Mal hier war, ist einfach ein Teil der Decke genau auf das Auto geknallt. Man sieht genau, dass hier die Steine haben das einfach zerquetscht. I mean, we're in an abandoned place, so stuff like this happens. Because it was like really dark the last time I was here. And now it's bright as daylight Yeah, it's got it. because of the hole in the wall. Bist du happy, dass du endlich den Shot hast? Ja, ist schon ganz cool. Hat sich zwar deutlich verändert, seit ich das letzte Mal hier war, aber Ist besser geworden oder schlechter? boah, ist schwer zu sagen. Also das Licht ist auf jeden Fall cooler durch dieses Loch oben, aber ja, die Karre wurde halt zerstört durch das gefallene Zeug. What else you guys say? We're back on the road, heading to Tuscany, one of Italy's most popular and distinctive regions. Lovers of art, as well as gourmets and wine buffs, are coming here to explore the Italian culture amidst rolling hills. Our destination is off the beaten track though, far away from the summer vacationers. And yet, we will enjoy a lot that characterizes Tuscany. Except abandoned. There's plenty to discover, far away from the tourist traps. Situated somewhere in the countryside, we stumbled across this grand estate during our research. It has been vacant for a few years now. We are here to investigate. At the end of the long driveway, there are several buildings lying idle. Luckily, we are greeted with open doors. Sehr schlicht. Again, we are exploring a property that dates back to the Middle Ages. The first house was built at the end of the 13th century, while the rest is from more recent times, like the chapel, which originally was put up in the 1600s. The site was long owned by an Italian papal family. Initially, the people here lived off the surrounding farmland. Later, this was turned into a wine-growing estate, but shut down rather recently. Alter, guck mal da die Treppenstufe. For a while now, this place has been deteriorating. Even when the site was still occupied, there were condemned houses on the property.
One of the oldest structures has been a ruin for decades and is far from being habitable again anytime soon. So we will focus on the main building during this exploration. Follow us inside. Ein Sessellift im Treppenhaus, also hier hat auf jeden Fall eine ältere Familie gelebt oder ein älteres Paar, vielleicht auch eine einzelne Person, die dann gestorben ist und dann wollten die Erben das Gebäude nicht oder es gab keine Erben. Na, mal schauen, was wir rausfinden. There's a lot just left behind untouched. Precious vintage furniture, as well as personal items. It all appears to be in almost pristine condition. It's clean with only a small layer of dust on it, and barely any spider webs or decay. While artifacts are still there in some of the rooms, others are just empty. Have some of the furniture and interior been salvaged? Or were they looted? We are under the impression that there might be a caretaker stopping by from time to time. Parts of this manor seem like a time capsule where you can get a good impression of how the noble residents lived here 100 years ago. Ich habe hier 3 Bilder gefunden, wahrscheinlich von der ehemaligen Besitzerin. Und zwar könnte das die Dame sein, und zwar als kleines Mädchen. Hier auf diesem Bild als junge Frau. Und das letzte Bild ist vielleicht sogar kurz vor ihrem Tod entstanden. Irgendwas Interessantes dabei? Ein Briefumschlag mit alten Fotos. Das ist zum Beispiel ganz krass. Das kann vielleicht sogar hier sein. Müssen wir nochmal draußen schauen, ob wir die Ecke wiedererkennen. Eine riesige Schrotflinte in der Hand und wahrscheinlich sein Jagdhund. Ja, die Wand sieht auf jeden Fall so aus wie das Gebäude. Hier sind noch mehr Fotos von dem Gebäude. Die Einrichtung, hast du einen Flügel gesehen hier? Noch nicht, nee. Aber die meiste Einrichtung wird ja inzwischen auch wieder weg sein. Entweder geklaut oder von irgendwie den Erben mitgenommen. Ja. Also hier ist nochmal der Mann mit seinem Hund.
Wisst ihr? Findest du ein Datum? 1924. Holy shit. Fast 100 Jahre alt, dieses Foto. Ich schau mal auf den Porträts. Karte Postal. Hier steht leider kein Datum. Ich glaube, das ist die Mauer. Ich glaube, das ist von hier 10 Meter nach rechts. Und wir sind jetzt quasi hier oben. Ich glaube, mit dem Foto können wir ganz gut gucken, ob das das Haus ist. Das ist wieder diese Lampe. Und ich denke, das ist die Ecke da unten. Das hier oben sieht auch total geil aus. Das könnte auch von 1800 irgendwas sein. Unten steht irgendwas. Ah, kann man nicht mehr lesen. 38 sind die hinteren Zahlen. Dann vermutlich eher 1838. Ja. Die Stelle gefunden, die wir auf den Fotos gesehen haben. Die Hauswand? Ja. Mit der Lampe, sogar der Busch ist noch da und die kleine Sandsteinbank. Siehst du es? Das sind alles wieder sensible Daten. Ich glaube, die können wir nicht zeigen. Die müssen wir wieder verpixeln. Ja, glaube ich auch. Das ist die Buchhaltung. Das sind Dokumente aus dem Jahr 2009. Aber ich habe auch da vorne schon Dokumente aus dem Jahr 2012 gesehen. Also ist das auf jeden Fall schon seit 10 Jahren ungefähr verlassen, dieser Weingut. Die Dokumente habe ich mir vorhin schon mal eben angeguckt. Das sind die Lohnabrechnungen der Arbeiter, also die auf dem Weingut gearbeitet haben. Krass, und das liegt jetzt hier einfach noch rum. Hier ist zum Beispiel das Bruttogehalt 14.000. Also recht viel haben die wohl nicht verdient, die Arbeiter. Das ist wahrscheinlich der Weinkeller. Ich kann da schon Fässer sehen. Ja, hier, schau dir das an. Guter alter Wein, aber leer natürlich. Hier sind noch ganz viele Weinflaschen, aber... Oh, hier ist tatsächlich noch was drin. Hätte ich nicht gedacht. Hier ist noch alles voller eingewecktes Gemüse. Erbsen und Kapern. Riesige Fässer. Was die?
At some point in the past decade, this place has been abandoned. Production was halted at the winery because it simply wasn't profitable anymore. Meanwhile, the family who once lived here has spread all around the world. Only the elderly stayed behind, but eventually passed away. What remains today is a large but empty estate, full of forgotten memories. This is still private property, having been for sale for years. We found the listing online. It costs 10 million euros for 260 hectares of land, including all the buildings on the premises, as well as the surrounding forest and vineyard. That's a huge price tag, considering that it will require extraordinary maintenance interventions to restore the property and make it habitable again. To be honest, we doubt that there will be new owners anytime soon. So this will stay a hidden gem for those who explore Tuscany off the beaten track. Was die ganzen anderen Gebäude hier angeht, hier stehen ja noch eine ganze Menge andere Komplexe auf dem Grundstück. Da ist größtenteils irgendwelcher Plunder drin, so Gartenwerkzeuge und so weiter. Da verpasst ja nichts, wenn ihr das nicht seht. Wir gehen jetzt zurück zum Auto, dort warten die anderen beiden schon. Und dann suchen wir uns hoffentlich einen richtig geilen Schlafplatz. The farmer who owns the tractor drove up here, saw us, looked at the Kennzeichen, drove past, went to his tractor, came back 5 minutes later while we were still there, drove straight past again. Did not give two fucks. Italy. It's easy to explore here. Yeah. Don't say that, now you gotta go. A bunch of people go get in trouble with the carabinieri because they get unlucky. While the sun was setting, we found ourselves a quiet place in the countryside. We parked our car, hidden in the bushes so farmers don't spot us, because again, we are camping on the side of an old ruin that might be abandoned, but could just as well still be owned by someone. It's our last night on the road. Tomorrow we'll say goodbye to our friend Sam, and then embark on one final mission to conclude the season of abandoned Italy. And we think this will be the perfect ending to our journey. After uploading our last video in May, we had a pretty busy summer. Just to name a few things, we did freight hopping in Croatia, we shot an amazing travel series in Romania, and we also worked on some personal projects to take kind of a creative break. Me, for example, I joined the wine harvest in the southern part of France. Marco crewed up with Sea Shepherd in West African waters for more than 3 months, and meanwhile Tobi and many other climate activists are squatting in a German village. It should make way for a lignite mine, and they are trying to prevent that. Although we were separated, the three of us managed to work together and design our new Urbex calendar for 2023. We picked our favorite photos and printed them on high quality paper. Just like in the past, we also display stories from our explorations. If you're interested in a calendar for yourself or as a present, have a look at our website bwturbex.com. We also posted the link in the video description below. By purchasing a calendar, you help us to keep exploring abandoned places all around the globe and also keep this channel running. We really appreciate the support. Thanks a lot. We've been letting you wait for a while now, but we are finally back with new content. We spent these last few months traveling a lot,
and we've many new stories to share. We'll start with the final episode of the Italy series in just 2 weeks. Please check out our calendar in the meantime, stay curious, and keep exploring.